Heute habe ich vor, euch eine Idee für einen Osterkranz zu zeigen. Ja, und als Basis werde ich jetzt gleich diese Birkenzweige verwenden. Ihr könnt aber auch genauso gut andere biegsame Zweige dafür nehmen. Aus meinen Birkenzweigen forme ich mir jetzt mal zunächst einen Ring aus. Ich habe mir jetzt auch mal im Vorfeld Gedanken gemacht, wie groß soll mein Osternest überhaupt sein. Jetzt nehme ich mir Bindedraht zur Hilfe. Ich habe mich jetzt bewusst für diese Farbe entschieden. Das bleibt aber jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen, welche Farbe der Bindedraht letzten Endes haben soll. Man hätte jetzt auch theoretisch gesehen einen dunklen Draht verwenden können, aber ich habe jetzt gedacht, nö, du nimmst so einen lilastichigen Draht. Ordentlich stramm ziehen, ne, damit das nachher nicht alles irgendwie wieder auseinander fliegt oder fällt, wie auch immer. Jetzt verwurstel ich mal hier den Anfang von meinem Bindedraht mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Jetzt hätte ich es hier schon fast selber wieder hinausgefriemelt. Überschüssigen Bindedraht kann man nachher im Laufe des Prozesses einfach mal abschneiden. Ja, ich glaube, ich gehe sicherheitshalber noch mal ein- bis zweimal drum herum, damit das auch wirklich nachher gut hält. Ja, und jetzt gucke ich mal, was ist hier noch biegsam und was nicht. Das stecken wir jetzt hier einfach so ganz entspannt mal unten drunter. Mal gucken. Das, was jetzt nicht mehr biegsam sein sollte oder was sowieso schon von alleine abbricht, das könnt ihr dann gleich einfach abschneiden. So, Schere ist da jetzt schon mal. Mal eben schauen, ob wir das hier auch noch irgendwie reinklamüselt kriegen. Ach, und ich wollte mich an dieser Stelle auch noch bei allen für die, für die Genesungswünsche bedanken. Meiner Schulter geht es zum Glück schon mal deutlich besser. Oh, ich sag's euch, ne, das war sowas von ärgerlich, dass ich nichts basteln konnte. Ich konnte ja auch nichts im Garten machen. Das ist für mich so, ja, worst case, ne, wenn ich halt nichts machen kann. Ich habe jetzt auch damit begonnen, diese abstehenden Zweige hier auch so unten drunter einzuarbeiten. Einfach mal so dazwischen stecken. Ist jetzt aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn euch noch Zweige hinausflutschen sollten. Ganz wichtig an dieser Stelle, den Bindedraht jetzt noch nicht abschneiden. Mir fällt gerade auf, ich habe ein Material hier auf meinem Arbeitstisch vergessen. Ja, jedenfalls ist das hier Schleierkraut, ist bereits am Vertrocknen, ist aber jetzt für dieses Projekt vollkommen Wurst. Dann haben wir hier ja noch weitere Schleierkrautreste, Rosmarin. Hier hinten habe ich noch ein paar Gräserpuschel, die stammen vom Schilf. Und dann hatte ich hier noch so ein kleines Süßes, wollte ich mir auch noch mehr hinzuholen. Na, wo ist es denn? Das ist so ein Puschel von irgendeinem Wiesengras. Ne, kann ich euch jetzt nicht sagen. Und ich habe mein Heu vergessen, muss ich mal eben hinzuholen. Das hier sind jetzt im Übrigen nochmal verschiedenste Wedel von Wiesengräsern. Die hatte ich vergangenen Sommer gesammelt und habe sie dann halt wirklich bis heute einfach mal beiseite gelegt. Aber ich denke, für den Kranz ist das dann nachher ganz cool drin. Dann habe ich jetzt hier noch mein Heu hinzugeholt. Ich mache mir jetzt so ein kleines Bündel hier mit dem Heu. Und dieses Heu wird jetzt auf meinen Bindedraht hinaufgelegt werden. Und ich wickel das Ganze jetzt zweimal fest. Man kann auch nur einmal mit dem Draht drumherum wickeln, aber ich persönlich habe immer das Gefühl, wenn man zweimal drumherum wickelt, dann hält das Ganze noch mal besser, als wenn man es nur einmal macht. So, jetzt kann sich jeder selber mal Gedanken machen, ob er hier die Außenseite und auch die Innenseite mit dem Heu bedecken möchte. Ich hatte jetzt noch kurz darüber nachgedacht und von daher werde ich hier außen mit dem Heu arbeiten, hier innen mit dem Heu und dann halt auch hier oben drauf mit dem Heu. Das kann aber nachher ruhig ein bisschen, ich sag mal, fladderiger auch sein. Als nächstes nehme ich mir jetzt meinen Rosmarin und mein Schleierkraut hinzu. Das Schleierkraut und auch den Rosmarin muss ich jetzt aber teilweise auch noch zurechtschneiden. Hier waren jetzt noch ein paar Reste, ne, die übrig geblieben sind beim letzten Projekt, glaube ich. Und mache mir daraus jetzt mal so eine Art, ich sag mal, Sträußchen. Ich überprüfe das Ganze jetzt mal von der Länge. So, jetzt steht hier ein bisschen was über, das schneiden wir jetzt hier einfach mal ab. Das soll jetzt in meinem Fall, ich sag mal, nicht länger sein als 10 cm so ein Sträußchen. Hier ist wieder der Bindedraht. Und das Sträußchen wird jetzt versetzt nach unten hin eingearbeitet werden. Also jetzt nicht hier auf gleicher Höhe wie mein Heu, sonst würde man ja den Kranz überhaupt nicht bedecken können. Einfach hier drauflegen. Ja, das kann sogar noch einen Tacken tiefer. Und dann auch wieder mit dem Bindedraht festwickeln. Mache ich jetzt auch wieder zweimal. Es kann jetzt auch gut möglich sein, dass ich hier auch die Außenseite mal auslassen werde mit dem Schleierkraut und mit dem Rosmarin, dass ich dann mal wieder Heu hinzunehmen werde. Ich könnte jetzt mal eben probeweise mal selber gucken, weil da soll schon überwiegend mehr so das Heu vorhanden sein, als jetzt das andere Grün. Und ansonsten wird das ja auch echt ein teurer Spaß werden, wenn man jetzt hier Gott weiß wie viel Schleierkraut verwenden würde. Weil so ein Bund, ja, es ist jetzt nur noch ein halbes Bund, das hat mich, glaube ich, lasst mich mal überlegen, ich glaube, das hat wirklich 10 € gekostet.
Ja, und das Ganze mache ich jetzt mit meinen Materialien so lange, bis ich hier alles komplett bedeckt habe. Und da bleibt es jetzt auch wirklich jedem selbst überlassen, wie fledderig will man das Ganze haben. Möchte man halt noch was von den Birkenzweigen nachher sehen können oder halt nicht. Und dann wollte ich euch das jetzt hier noch mit den Gräsern zeigen. Ich hätte es jetzt fast selber vergessen. Das sind jetzt hier Wiesengräser, Schilfwedel. Kann man sich auch mal so einen kleinen Puschel rausmachen. So, eben einkürzen. Das könnte man jetzt mal hier an die Außenseite machen. Auch wieder etwas tiefer als das vorherige Grün. Ja, und dann sage ich mal fröhliches Festwickeln. Ich werde das Ganze jetzt mal für euch beschleunigen, weil das dauert hier sonst relativ lange, bis ich damit auch mal fertig bin. Ich werde euch nun den Abschluss des Kranzes zeigen und der Anfang von meinem Kranz wird jetzt mal vorsichtig angehoben werden und das nächste Grün wird da unten drunter eingearbeitet werden. Und dann hat man nachher einen richtig schönen Abschluss von so einem Kranz. Das fülle ich jetzt hier so lange auf und schiebe das immer drunter, bis ich halt hier mit der Fülle meines Kranzes soweit zufrieden bin. Jetzt wickel ich das Ganze aber nur noch zweimal mit Bindedraht fest, dann hat man es ein bisschen einfacher. Und wie gesagt, das Grün jetzt hier an dieser Stelle so lange einarbeiten, bis ihr halt mit der Fülle soweit zufrieden seid. Den Anfang immer anheben und das nächste Grün da einfach so unten drunter, ich sag mal, hineinstopfen, ne? Und dann halt, ja, wie bereits erwähnt, so lange machen, bis ihr halt mit der Fülle, ja, zufrieden seid, ne? Ich weiß, ich habe mich jetzt hier gerade ein paar Mal überholt, genau, wiederholt. Jetzt kommt mal wieder etwas Rosmarin hinzu und ich brauche hier noch ein paar Gräserwedel, ist mir hier gerade aufgefallen. Hatte ich jetzt vergessen, mir hinzuzuholen. Ich war jetzt vorhin auch noch mal einmal im Garten und habe mir etwas Rosmarin mal abgeschnitten. Und da hat natürlich volle Pulle angefangen zu regnen. Ja, wie soll es auch anders sein, ne? Aber wie war das? Wo habe ich das letztens irgendwo gehört bei jemandem? Regen ist flüssiger Sonnenschein. Ich glaube, so rum hat das gesagt. Fand ich total nice, den Spruch. Ja. Den Bindedraht schneide ich nun ab und verfreme den mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Einfach hier so ineinander, ich sag mal, verweben, verfriemeln, ne? So, dass das Ganze auch nachher nicht irgendwie im schlimmsten Fall auseinandergehen kann. Ja, ich brauche da auch manchmal noch einen kleinen Moment für, bis ich das hier so durchgefädelt habe. Einfach auch mal so verzwirbeln und dann ist man mit dem Kranz soweit fertig. Ja, und dann kann man sich halt mal überlegen, will man diesen Kranz jetzt einfach mal, ich sag mal so, aufhängen oder möchte man eventuell hier in der Mitte, so wie ich auch, so ein Osterei noch platzieren. Ich bin jetzt gerade auch noch am Überlegen, ob ich hier noch weiter dekorieren möchte. Ich habe gerade so als Gedankengang, vielleicht hier ein paar Wachteleier mit der Heißklebepistole zu befestigen. Ach, was ich euch jetzt auch noch erzählen wollte, wenn ihr halt noch nachträglich etwas Grün an eurem Kranz einarbeiten möchtet, ist überhaupt kein Problem. Ihr hebt das dran gewickelte einfach mal an und steckt das Grün dann nur noch so in den Kranz hinein. Ne, wenn man halt den Eindruck haben sollte, hier könnte aber jetzt noch etwas Schleierkraut hinzu, einfach dann anheben und noch nachträglich einarbeiten. Ne? Ist überhaupt kein Thema. Ich werde jetzt meinen Osterkranz noch auf dieser Baumscheibe platzieren und dann bin ich mit der Dekoration auch soweit fertig. Ja, und warum ich jetzt letzten Endes zum Befestigen einen farbigen Bindedraht verwendet habe, kann ich euch an dieser Stelle jetzt wirklich nicht sagen, weil den Bindedraht sieht man ja letzten Endes sowieso nicht. Und von daher könnt ihr einfach einen dunklen Bindedraht verwenden. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal alle benötigten Materialien für das Projekt. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal wieder an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!